Hallo zusammen und herzlich willkommen in Bolivien. Wir befinden uns in der Stadt La Paz, die höchste Verwaltungsstadt weltweit. Ich befinde mich auf dem Platz Murillo, der einem Freiheitskämpfer gewidmet wurde. Und hinter mir ist einmal das Regierungsgebäude hier zu sehen und eine Ecke weiter der Präsidentspalast. Genau, am Sonntag sind Wahlen hier in Bolivien und hier gibt es eine Wahlpflicht. Das heißt, jeder ist verpflichtet oder jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet zu wählen. Und es kann teilweise sogar Auswirkungen haben auf die Leute, die ihre Wahlpflicht nicht antreten. Ein Beispiel ist beispielsweise, man kann keinen Kredit aufnehmen, weil nach der Wahl kriegt man ein kleines Schreiben, das bestätigt, dass man an der Wahl teilgenommen hat. Und dieses wird vorausgesetzt für einen Kredit beispielsweise oder für eine Überweisung jeglicher Art. Circa 4 Monate vorher gab es hier einen Putschversuch und ich war tatsächlich sogar zu dem Zeitpunkt auch hier. Und das muss man sich auch vorstellen, dass da Panzer durch die Straßen gefahren sind. Und dementsprechend war halt die Situation hier angespannt und ist immer noch angespannt. Deswegen wird Sonntag ein sehr historischer Tag für die Einwohner hier. Genau, wir lassen uns überraschen und wünschen natürlich dem Land das Beste, weil sie auch gerade durch eine schwere Zeit gehen. Die Inflation hier war auch dementsprechend intensiv. Genau, deswegen, ich würde mal sagen, es ist kälter als gedacht. Deswegen holen wir uns jetzt mal Equipment. Wir gehen zu einem Markt, der sich Mercado de Brujas nennt, welches sowas wie Markt der Hexer, welches sowas bedeutet. Ich persönlich habe vor sowas, ich will nicht sagen Angst, haben wir mal Respekt, aber wir gehen mal dahin und vielleicht finden wir heraus, was das mit sich auf sich hat. Deswegen würde ich mal sagen, wir laufen einfach mal immer der Nase nach und fragen mal die Leute. Genau, deswegen würde ich mal sagen, los geht's. Also, ich denke, wir sind angekommen. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Hier sind so kleine Skulpturen, kleine Statuen. Hier riecht es auch ein bisschen seltsam. Genau, hier sind die Regenschirme. Vielleicht schützen die ja vor der Magie. Wir können uns jetzt mal vergewissern, ob das wirklich hier dieser Platz ist. Disculpe, ¿eso es el mercado de las brujas? Sí, ¿Todo eso? O sea, desde ahí, hacia acá? sí. Y todo está hasta la esquina dando la vuelta también. Ah, ya, ok. ¿Y usted sabe por qué se llama así? ¿Tiene una historia? No porque venden cosas, esas cosas, llamas secas para preparar la mesa. Ah, ya, ok. Yo pensaba que pasó algo. Ah, ¿No? Pero la brujería está presente hoy en día. ¿No? Ok. Bueno, ja, gracias. Okay. Natürlich werde ich einfach alles übersetzen, was gefragt worden ist und was auch gesagt worden ist. Dann sparen wir uns ein paar Minütchen. Aber das sieht ja echt sehr schick aus. Mit dem Stoff vom Alpaka. Das sind Regenschirme meines Erachtens. Genau. T-Shirts, Magnete, Ponchos. Das erinnert mich sehr an Peru. Gut, okay. Also auch so von der Geschichte haben die ja sehr viel Ähnlichkeit. Aber dennoch ist es sehr, sehr auffallend. Wir schauen uns auch gleich mal um. Bei mir ist echt kalt. Also wir müssen mir schon noch was finden. Genau. Also sieht hier ganz nett aus. Ist hier auch so ein Touristenspot. Ich habe jetzt auch schon ein paar deutschsprachige hier
rumlaufen sehen. Aber gefällt mir. Also alles sehr, sehr ähnlich. Das ist nochmal so die Aussicht, wie es am Ende der Straße ausschaut. Okay. Laufen wir mal die Straße entlang. Ah, das sind welche mit traditionellen Outfits. Hallo. Also ich denke, jeder wird hier fündig sein. Ich schieße auch ein schönes Foto von ihm. Okay. Also wirklich von Klamotten bis zu Essensmöglichkeiten, als auch Agenturen für Tours, wie zum Beispiel jetzt hier zu sehen. Ah, das finde ich auch ganz cool, dass es hier so eine Agentur ist für gewisse Tours. Und man kann hier sehen, dass die relativ weit oben sind und dementsprechend ist es auch kälter. Und hier gibt es auch Klamotten, die einen dann vor der Kälte schützen. Richtig gut. Ja, okay. Also, ja, obwohl da vorne geht's weiter. Aber ich denke, langsam sollte ich mal irgendwo reingehen. Okay. Nee. Der hört schon wieder auf. Okay, dann laufen wir den Weg mal einfach gerade wieder zurück. Und halten mal Ausschau. Also ich würde mir am liebsten so einen Pullover holen. No. Also dann würde ich mal sagen, stöbern wir einfach mal durch. Der Reihe nach. Fangen wir mal hier an. Der scheint auch ganz lieb auszusehen. Hola, buenas. ¿Puedo entrar? ¿Va a filmar? Sí, pero también voy a comprar algo. ¿Sin grabar? No? Ja. Okay. Sie wollten nicht, dass wir filmen, aber wir haben uns jetzt so eine kleine Geldbörse gekauft. Ich habe jetzt vorher schon gesagt, dass ich was kaufe. Deswegen wollte ich jetzt nicht irgendwie rauslaufen, ohne etwas zu kaufen. Wäre ein bisschen blöd, sie nur für das Video auszunutzen. Genau, schauen wir mal. Hier. Hola. Okay. Este verde con blanco es, este azul, este rosado no te gusta, ¿ves? Este blanco, a ver con qué color, con rosado igual no te gusta, con celeste, blanco con azul. No, pase, pase joven. Ya, señor, sí. Ah, por ahí también? Sí, pase. Ja, gracias. Okay, sie hat noch nichts gesagt über das Filmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué está buscando, señor? Algo como un pullover para aguantar el frío. Sí, pero no es lo que me firmen a mí. Puede filmar otras cosas y puede preguntar. No, ja, okay. No voy a filmar a ustedes. Sí, porque no me gustan las cámaras. Yo tampoco. Hay que acostumbrarse. No, pero está bien, está bien. ¿Los pullovers son por ese lado? ¿Cómo? ¿Los suéteres son por otro lado? La señora de al lado. Ya, ok, ya. Ok, gracias. Gracias. 90. Okay. Sieht ein bisschen gruselig aus. Gracias a usted. Chao, señorita. Buenas tardes. Amigo? Um, ¿Qué estás buscando? Busco como un pullover o un suéter.
Ya, Para- suéter que... Sí, para aguantar el frío. Ya, chompa. Chompa le decimos aquí. Chompa. Chompa, sí. Ya. Que sea Eh, como, no sé, blanco. Para ti. Sí, con ajá. Abierto, cerrado. ¿cómo? Cerrado, por favor. Cerrado. Ajá. Blanco. Sí. Sí hay. Cerrado, cerrado, cerrado. Este sería. Ah, no, este Ah, sí, algo así, ajá. con rosado, no con rosado. Este. ¿no? Este es muy calientito porque es. Puedo grabar, de ¿no? alpaca, claro que sí. Para que mi madre vea. Sí. No, Puedes sí, probarte también. claro. Sí. ¿Me puede ayudar con eso? Sí. ¿Y así? Ah, O no así. más, normal. Sí. Ya. O si quieres decir algo por la cámara. Ajá. ¿Ese es qué talla? Eso es L. L. ¿Sí? Ok. Vamos a probarlo. ¿A cuánto está? Ese está en 110. Ya. Ya hace perfecto. ¿Ya? Sí, allá hay espejo. Ah, ya. Puedes mirar. Ah, perdón. Ah, ya sí. Súper, sí me ¿no? gusta. Sí. Tiene uno un poco más, ¿cómo se dice? Más, ¿Oscuro? no más oscuro, o sea que ¿Más? sea, ¿Más claro? no, o sea que sea más caliente, así, caluroso, Más grueso. grueso, así Grueso. es, sí, Tendría de estos, son gruesos. Estos son abiertos y estos son cerrados. Son un poco más gruesos. ah, y sí, 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 también tengo de esta que es más grueso para aguantar la calor, pero es abierta. es abierta, Es como un saquito ya. Esto, Hmm. pero es muy gruesito. Ese es para que usted, a ver, tóquelo. Es más grueso. ah, sí, Sí. Entonces, pero esto tengo en azul y este. Ujú. Te puedes probar también este y este. Tengo otro afuera. Ah, este es el azul, Este azul. ah, se ve súper, Este azul. eso sí se ve súper bien, Sí, mira, es muy calientito. ok, Pero esto cuesta 160. 160, Sí. ok, ya, voy Puedes a, probarte. sí, ok, Sí. Yo te lo agarro. ya, Sí. gracias, Así es, ¿no? por otro lado, Al otro lado. Sí. Ya. Lo siento. ah, sí, se Sí. siente, ¿No ves? sí, Sí. se siente. Sí. Porque sí me habían dicho que acá hay frío, pero no esperaba Que fuera tanto. que fuera tan... Sí, hoy está haciendo mucho frío. Ayer estaba haciendo calor. Tampoco no hay sol, ¿no? Sí, no hay sol hoy. Eso sí me gusta también. Sí, es bonito, te queda muy bien. Gracias. Sí. Bueno, creo que sean los dos. ¿Ya? Ya. ¿Tiene una bolsa? Claro ¿Ya? que sí. Grande, ¿no? Sí. Hola. Yo te lo agarro. Y ya, gracias. Sí, ¿Entra? sí, sí. Ok. Ya. 160 más 110. 270. Ya. ¿Aceptan Visa? Tarjeta. ¿Tarjeta, sí, ya? Sí, sí. Pero con el celular. Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Ahora espero que haya. Sí, Una sí. pregunta. Por el mercado de brujería, de las brujas, Al ¿no? fondo va ahí. Sí. Va. ¿Pero tiene una historia? ¿O solo se llama así por costumbre? No, son las personas que miran la coca, hacen mesas. Son los callahuayas, todas esas personas que miran el futuro. Todavía, Eso o sí, sea, sí. está Existe presente. todavía esas cosas. Mm, Bueno, algunos no creemos, por ejemplo, yo no creo, pero hay gente que sí cree mucho en eso. Ajá, ok, Sí. ok. 270 dijimos, ¿no? Ya, ok. Ya podemos hacer 280, ¿ya? 280. Ya, sí. ¿Ya? 280. Cuando usted Cero, va cero. a almorzar, puede pensar en mí. Ay, gracias. Gracias. 280. Ahí está. Ajá, sí, ok. Aquí. No sé por qué está esto ahí, pero. Ya, perfecto. Ya dice pin. Pin, pin, pin. ¿Así? Para que nadie vea. Así, para que nadie vea. No. Ya. Play bolivianos. Porque yo había visto como una serie que se llama Andrea. Y Ya. ahí dicen que todavía la brujería, o sea, la brujería mala, sí existe. Existe, aquí Eso- existe mucho. Eso sí me da un ¿Copia? poco... sí, por favor. Eso sí me da un poco de
Digamos de miedo. Sí, da miedo, pues. Pobre. Da miedo, pero no, yo no creo en esas cosas. Ahí tiene su copia. Ya, muchas gracias. Pero existe, aquí al menos existe. Mm. Y también hay como algo como para protegerse de eso. Seguro que venden algo así, ¿no? También ellos mismos hacen protección, Ah, hacen, ¿no? Pero yo creo, soy muy creyente de Dios, no Ujú. creo en esas cosas. Entonces, cubrirse solamente con la sangre de Cristo que ha venido a salvarnos. Solo eso. ah, ¿no? qué bueno, qué Sí. bueno. Sí, Sí. tienes razón. Sí. Ok, entonces, Ahora, muchas gracias. eso. A usted, joven. Y que le vaya Gracias bien. por la compra. Ya, Muchas de nada. Y por el regalo. Muchas gracias. Ya, de nada, de nada. Voy a pagar con eso mi almuerzo. Ya. Muchísimas Ya, gracias. gracias a usted. Gracias. Ja, die war ja mal süß. Deswegen also vorher immer fragen, ob man aufnehmen darf und dann denke ich, dass es auch in Ordnung geht und mir geht es auch von der Temperatur auch viel besser. Genau, deswegen ich würde jetzt mal sagen, auf zum nächsten Spot. Es ist Zeit zum Essen. Da gehen wir jetzt mal hin. Die verkaufen mir auch so eine Art Empanadas, die ich gerne probieren würde. Genau, also nochmals zurück vielleicht zum Gespräch. Sie hat jetzt gesagt, dass es noch wirklich präsent ist, die Hexerei. Ich kann auch bestätigen, ich habe teilweise auch so Serien geschaut und so. Das ist teilweise echt erschreckend, was es da so gibt. Dass da Leute so, nicht Graffiti, aber so gewisse Schriften an deine Haustür machen. Und je nachdem halt, was für ein Typ du bist und du daran glaubst oder ob du schon damit Erfahrung gemacht hast. Wie ich zum Beispiel habe auch mal mit dem bösen Auge Erfahrung gemacht. Und seither, ja, habe ich da schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, sobald ich irgendwie Hexerei oder so höre. Genau. Ich glaube, wir sind schon angekommen. Da ist dieses kleine Etablissement. Da habe ich auch schon mal gegessen und es war echt super lecker. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal rein. Okay. Hola, buenas. ¿Puedo sentarme? ¿Ya? Gracias. ¿Puedo grabar? No a ustedes, solo a mí. Ya, ok. Ya, gracias. Ok. Okay, dann nehmen wir es mal ab. Okay. ¿Puedo la carta? ¿Ya? Ya, gracias. Gracias. Okay. Dann drehen wir das mal über. So. ¿Eso se llama Javita? Estas son las favoritas secas, las empanaditas son las favoritas. Son parecidos como empanadas. Sí, Ah, ya. con yuca. Ok. Dice que está picante, ¿está muy picante? Depende casi, a veces sí, a veces no, depende de lo que... Ya, lo voy a probar. El spicy Javita. Ok. Ya. ¿Algo más? Solo la favorita. ¿El api qué es api? Es maíz morado, pero no Ah. sé, ¿no? ¿Ah, no hay? No, ella no está. Oh, ok. Eso es piña, ¿no? El quizá. Ah, es eso. Ya, de 300. Una piña de tortilla. Ajá, sí. Quizá. Sí, ¿Quizá? quizá. Ajá. Ok. Ya. Ya, sería todo. Okay. Würde ich mal sagen. Ah, gracias. Erstmal meine Nase ist richtig rot. Erstmal eine Vorspeise und dann gehen wir was Richtiges essen. Genau, die haben hier so ein Getränk, welches aus rotem Mais hergestellt wird. Haben die auch in Peru, welches sich Chicha nennt, oder Chicha Morada. Haben die jetzt leider nicht mehr.
Aber ist halb so wild. Dann werden wir einfach woanders uns das gönnen. Genau, probieren wir mal das Getränk hier, welches sich Kisa nennt. Oh, gracias. Was dann doch beides. Okay. Dann schaue ich mal, wie das von oben ausschaut. Okay, also ist tatsächlich Empanada-like. Probieren wir mal. Also so schaut es von innen aus. Okay, schmeckt der Chili raus. Ich bin nicht so an scharf gewöhnt, aber es ist echt in Ordnung. Also es ist wirklich eine angenehme Schärfe. Genau, deswegen gehabt. Und essen wir gerade weiter. Probieren wir mal das Getränk. Der Geschmack ist echt undefinierbar. Aber der ist sehr, sehr, sehr süß. Und da ich ein Süßliebhaber bin, perfekt. Vielleicht noch was Interessantes von deren Wand. Ups. Aber man kann es jetzt leider nicht ganz gut lesen. Ich lese mal den deutschen Part vor. Die Javita. Produkt. Brotteig aus meiner Chulumani-Stadt mit einer goldenen Note von Achihuete und dem besten Käse aus den Anden, Tiwanaku. Javita, Aymara-Wort, das bemalt oder beschmiert bedeutet. Ja, wieder was Neues gelernt. Okay, dann würde ich sagen, ich esse mal gerade fertig und dann ziehen wir auch schon weiter und gehen Richtung Mittagessen. Wir gehen zum Mercado Central. Da findet man alles. Alles. Also, ja, würde ich sagen. Hat mich was umgehauen. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. Ich habe mich ja mal komplett verlaufen. Das ist auch nicht der Markt, zu dem ich eigentlich gehen wollte. Aber naja, vielleicht wird mir hier auch was zu essen. Ich habe übrigens meinen Überbrückungsadapter gefunden. Das war sehr spontan, deswegen war es ein bisschen seltsam, da die Kamera rauszuholen. Also, so wie es scheint, ist hier so dieses Essensareal noch geschlossen. Ja, das ist überwiegend nur Klamotten. Aber naja, tut ja nichts zur Sache. Gehen wir mal weiter. Also, immer der Nase nach war wohl doch kein so guter Plan. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber sie hat in die Kamera reingewunken. Glücklicherweise entzieht mir das Fehlen des Sauerstoffs den Hunger. Also sind wir ganz gut dabei. Aber übrigens, der Adapter hat mich 5 Euro, also 50 Bolivianos gekostet. Ich versuche dann meistens so die Preise, was überfahren, dann auch aufzunotieren, damit ihr dann eine gewisse Idee habt von den Preisen. Weil die echt je nach eurem Aussehen variieren können. Ja, am besten ist es natürlich, wenn ihr beim Essen euch an den Schildern draußen orientiert. Ach, schon zur Truhe, das war's. Okay, gehen wir mal rein. Okay. Ich glaube, das ist so dieses Essensareal. Hola, buenas. Ah, acá tengo que pedir la comida. Sí. Ah, ya. ¿Y qué tiene? ¿Almuerzo extras o almuerzo? Almuerzo, pero solo la segunda. O sea, no,
O sea, solo la segunda. Ah, el segundo. De carne. ¿Qué tipo de carne es? Molida. No es cerdo, ¿no? De res. De res. Sí, res, ajá, sí. Sí, sí. Okay, also wir haben jetzt auch was gefunden. ¿A cuánto está? 14. 14. Ok. ¿Me puede ayudar con ese? Ya, gracias. ¿Puede grabar, no? Por acá. ¿Aquí quiere grabar? Sí. ¿Puede grabar? Por acá. ¿Ya? Voy a buscar por 4. Mario, una fichita, por favor. ¿Lo ven? Ah, ya. Pase Tengo nada más, 5. ¿eh? Sí, sí, un almuerzo, Mario. Ok. Gracias. Ahí tiene. Ya, gracias. Gracias. Ah, Pase. ¿puedo Pase, sentar tome por acá? asiento, sí. Ja, gracias, gracias. Okay. Also haben wir jetzt noch was gefunden. Scheint sehr dezent zu sein. Ist auch nicht ganz so viel los. Dann führen wir mal den Stick. So. Okay. Ja, gracias. Okay. Nochmal von oben. Ich hoffe, jetzt drehe ich die Kamera richtig. Genau. Das scheint eine ganz normale Gemüsesuppe zu sein. Ja, ich denke mal, das ist Spinat, Karotte, was ist das? Kartoffeln und was ist das? Ah, das ist Rindfleisch. Okay. Dann legen wir mal los. Auch wenn ich jetzt kein Kritiker bin und nur sagen kann, ob es mir schmeckt oder nicht. Aber bleiben wir objektiv. Siempre la prioridad sea la cuidar nuestra salud personal, pero también cuidar la salud de la familia. Luego de la pausa estaremos hablando precisamente sobre la Schmeckt wie zu Hause. una visita a Después Noch die la Kartoffeln. de un paciente muy especial que llegó desde una de las comunidades de La Paz. Sind auch wirklich durchgekocht. Für meinen persönlichen Geschmack, ich mag das so. Wenn die Kartoffeln nicht ganz so hart sind. Y se perdió la visión de los dos ojos, luego un poquito y al final todo por una urgencia de la pareja. Okay, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Eso es lo que vamos a contar. Ist halt eine Suppe, Que sepa la importancia aber auch so vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es sehr, sehr gut. Das hat mich jetzt 14 gekostet. Das ist so der übliche Preis hier, den ihr für ein Menü bezahlt. Ja. Das übrigens ist Achi. Servus mal. Eine scharfe Soße. Ich bin jetzt, was das betrifft, ein Weichei. Das probieren wir jetzt mal. Manténgase siempre informado escaneando nuestros juegos y síganos en nuestras nuevas páginas de Facebook. Das schmeckt sehr gut, aber Donde encontrará las cosas más importantes ist ziemlich. contenido exclusivo a que beneficia con videos actualizados de las noticias más relevantes. Also, wir haben jetzt nur gegessen. Ich habe blöderweise die Kamera ausgemacht, weil die Frau, sie wirkte nicht so, als ob sie wirklich sprechen wollte. Dementsprechend habe ich doch die Kamera ausgemacht und ja, dann hat sie doch Bedarf zu sprechen. Jedenfalls hat sie mir von einem Markt erzählt, der hier in der Nähe ist, in einem Distrikt oder einem Bezirk, der sich El Alto nennt. Ist ein wenig gefährlich, aber sie meinte, am Samstag gegen 11 bis 12 Uhr kann man da relativ gut einkaufen gehen und das ist der größte Boliviens. Das werden wir auch machen. Aber hier beenden wir das Video und dann sehen wir uns das nächste Mal in El Alto. Genau, vielen Dank fürs Einschalten und Mama, نحبك صح شفتيني كالعادة أنا كونتاكت. Genau, so wie immer,
schön Mama grüßen, damit sie weiß, wir sind noch am Leben. Und ja, vielen Dank und bis bald.